HP, Rick und Michael bei Becker und da ist er noch. Da hier, guck mal rein und dann wieder in unserem Pappkarton-Studio. Das neue Album von Scooter Star, The Big Mash-Up, und wir gehen jetzt mal Track für Track durch. Was sich dahinter verbirgt, Leute, erklärt einfach mal selber. Track 1 ist CIFL. Copyright is for Losers, ist der Titelsong. Das wird die Piratenpartei gerne hören. Ja. Also das ist nur so ein Intro, was schon darauf hindeutet, was den Hörer erwartet, nämlich ein ganz neuer Scooter-Sound, was dann mit David Doesn't Eat auch so startet sozusagen. Ja, stimmt, das ist der Walk in the Park. Ja, und das ist die erste Single-Auskopplung gleichzeitig. Und wie man hört, ist es im Refrain Dubstep, was wir in der Form noch nie gemacht haben. Was sicher auch so ein bisschen für Verwirrung sorgt, aber wir stehen da im Moment voll drauf. Wer ist auf den Song gekommen, oder seid ihr mal, was weiß ich, Michael hat gerade im Radio oder irgendwo was gehört und sagt, ja, habe ich mal wieder gehört. Man muss auch sagen, war das sogar Rick. Ich glaube, das Man muss auch sagen, im Moment ist nur deine Nase im Bild. Ja, die ist auch ich glaube, das lief sogar bei Oli 95, das Stück, und ich habe es gehört und dachte mir, das ist geil, und wir haben gerade ganz viel Dubstep probiert, produziert und gemacht und getan, da hatte man automatisch so die Assoziation dazu. Aber ist auch für eure Fans ein bisschen softer, ne? Ja, ist anders, ne? Und stimmt, also es ist jetzt nicht mehr 140 Beats, doch. Es ist 140. Exakt 140 Beats, aber es ist eben nicht so Hardstyle-mäßig, Okay. das stimmt. Dreams, das haben wir, einer der ersten Titel, den wir eigentlich für dieses Album gemacht haben, ne? Schon fast ein Jahr her. Ist 174 BPM das schnell, ist Laboom, Drum and oder? Bass. Ja. Habt ihr damals Laboom im Kino gesehen? Oder von das Sophie Marceau geträumt? Ja, da war ich 14, klar. Was sonst? Doch, hat man schon gesehen, aber es gab ja auch, auch nicht so viel anderes. es gab aber Anfang der 90er auch so eine Techno-Version, die ziemlich cool war. Von Elsa Gold. Ja. So, Beyond the Invisible, da haben wir echt gezittert, ob wir das Thema freikriegen von Michael Cretu. Das ist Enigma. Enigma, genau. Und weil das ist manchmal nicht so einfach, aber ich habe dann eine E-Mail bekommen, er findet es klasse. Ja, die Villa auf Ibiza muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Und mit Sandra ist er ja auch nicht mehr zusammen, glaube ich. Ja, wahrscheinlich. Also da muss er ja auch ein bisschen Geld rein. Ja, aber auf jeden Fall habe ich mich gefreut, weil gerade den Song finde ich echt cool und finde das auch klasse, wenn jemand, der es eigentlich nicht unbedingt jetzt nötig hat, trotzdem offen ist für so neue Bearbeitung. So. Sugar Dip. Sugary Dip. Ja, das ist, finde ich, so eine gute Laune-Nummer. Ne? Sehr schön. Wir haben es vorhin einmal das Album durchgehört. Ist das, wenn wir uns jetzt nicht täuschen, auch nicht blamieren, ist das nicht Olivia Newton-John? Have you never been mellow? Das stimmt. Das ist ja richtig, das ist ja richtig alt. It's a Biss. Ziemlich cool. Track 6. It's a Biss ist eigentlich so der ungewöhnlichste Song auf dem Album, finde ich. Das ist, da erkennt man nicht gleich, dass es Scooter ist. Ich finde die Nummer echt cool. Es Ain't Nobody in so einer Chaka Khan. eher hausigen Variante. HP rappt. Aber Becker und Heller, der Lieblingssong ist Nummer 7. Wisst ihr auch warum? Weil endlich Vicky Leandros wieder einen Hit hat. Ah ja. Mit euch zusammen, weil das ist nun wirklich Wobei Vicky, muss man sagen, die ist echt cool. Das letzte Album hat Xavier Naidoo produziert, also die ist echt noch ganz gut dabei. Wir haben 2,5 Takes gebraucht zum Aufnehmen. Und es war wirklich, Ja, die kam rein, hat sich ins Studio gestellt und los ging's und dann, ja, noch einen Kaffee, tschüss. Und aber jetzt mal im Ernst, Jungs. Vicky, wie kommt ihr auf die? Habt ihr da auch eine Mail geschrieben? Oder nein, also Vicky kenne ich doch gut. Über Enno auch. Also da war ich ja. Ihr ehemaliger Mann, ne? Genau. Muss man auch mal. Nicht jeder kennt ja nun Enno. Da denkt man, Doch, Enno. da denkt man, das ist Wer in fair. Hamburg Enno nicht kennt, das kann ich gar nicht glauben. Der ist ja täglich in der Presse. Ja, genau, Enno von Ruffin. Den bin ich gut befreundet, habe dadurch auch Vicky kennengelernt und bei irgendwelchen Partys kommen an dann solche Ideen, zusammen einen Song aufzunehmen. Und die C'est Bleu, also dieses L'amour est bleu, hatte ich auch mal durch Zufall im Radio gehört. Das ist ja schon ein klassischer Schlager. Ja, also, super Ding. Sehr schön und ja, finde ich, ist auch gut geworden in der Kombi. 8:15 to Nowhere ist eigentlich ein Klassiker, so im New Wave Bereich, instrumental. Haben wir auch ziemlich uns als Original gehalten, eben nur mit ganz anderen Sounds. Close Your Eyes, Rick. Close Your Eyes, ja. Das, ihr erinnert euch schon an Was war das denn? ja, es ist halt ein Trance-Brett geworden.
Ja, aber ich meine, diese Melodie, von wie hieß das Original, das weiß ich gar nicht mehr. Das war, du hast die Nummer ausgebaut. Also, du kannst mit dem Machen Thema wir schnell weiter. Okay, machen wir weiter. The Only The One, Only Track One 10. kennen ja alle, das Ja. war ja die erste Single vorm Album, Sex and Drugs and Rock'n'Roll. Wahnsinn, haben wir sogar selber komponiert. Selber komponiert, gibt's, Ist ja. nicht das Ding von Ian Dury aus dem. Nee, das könnte man annehmen, ist aber eine Eigenkomposition, genauso Copyright, deswegen auch der Hinweis. Da haben wir Bang Bang Club, das ist inspiriert durch meinen Besuch in Bang Bang selbigen Bang Bang Club in New York. Da läuft so Studio 54 Sound, Soul, Disco der 80er oder 70er, 80er. Und da haben wir praktisch von Flirts, Passion so diese Melodie nochmal. Ja, so richtig schön auf Disco. Dann Summer Dream ist ein typischer Happy Hardcore. Hardstyle-Song. Ja. Einfach typisch Scooter auf die Fresse. Irgendwas mit H. Happy, Hardcore. Ja, Meshwire hat Michael federführend bearbeitet. Das ist eine Trance-Nummer. Ja. Ein Trance-Instrumental, weil ich dachte, als Haus-DJ brauchen wir auch mal ein bisschen Trance und Techno. Ja. So, dann haben wir noch den Bonustrack Friends Turbo, den Megamix mit allen Scooter-Singles. 46 Singles. Ja, 46 Wie lange geht der? Der ist 1 Stunde 5, ja, 1 Stunde 10. Also da kannst du die Party mitschmeißen. Ich habe mir die mal angehört. So, Das ist nicht schlecht. Das ist noch mal Wenn der Künstler sich seine Songs auch mal selber anhört. Nee, da muss man sagen, das hat ein guter Kumpel von uns gemacht, Michi Lange, der Ja. als DJ unterwegs Ja. ist. Alles richtig geil zusammengestellt, das Ding. Und dann noch eine DVD. Genau, Stadium Techno Inferno. Wer nicht dabei war, kann es sich jetzt ansehen. Wer dabei war, natürlich auch. Und das ist ein super Paket, finde So ich. eigentlich schon was für Weihnachten. Ne? Ja, das ist das beste Weihnachtsgeschenk der Welt.